Guten Tag, nehmen Sie Platz. Ein Corona-sicheres Auto mit Trennscheibe. Im Frühjahr gab es 2 Flaschen Wasser, jetzt gibt es eine Flasche und ein Desinfektionsspray. So, dann willkommen an Bord und auf zu einer neuen Tour. Ja, werte Gäste, nochmal einen schönen guten Tag aus dem Auto heraus. Ich möchte Ihnen heute einen Block in Berlin vorstellen, und zwar den Block rund um das heutige Bundesministerium für Finanzen, was ehemals ja das Reichsluftfahrtministerium war. Aber der Reihe nach: Sie sehen vor uns auf der Straße kleine eingelassene Steine. Das markiert die ehemalige Berliner Mauer. Das heißt, unsere rechten Räder stehen in Westberlin, im ehemaligen Westberlin, und die linken Räder stehen im sogenannten Todesstreifen, der hier kerzengeradeaus bis runter zum Axel Springer Verlag führte. Das Gebäude, das Sie auf der rechten Seite sehen, ist der Martin-Gropius-Bau, in den späten 1870ern gebaut. Architekt war Martin Gropius, übrigens ein Großonkel von Walter Gropius, dem späteren Bauhausgründer. Und dieses Gebäude, das ist also gewissermaßen ein Zeitgenosse der Siegessäule, die wir ja auch schon mal uns angeschaut haben. Das Gebäude hat, sagen Architekten, Fachleute, Einflüsse von Karl Friedrich Schinkel, der ja noch mal ein paar Jahrzehnte früher war, und auch von Gottfried Semper, der in Dresden die bekannte Oper gebaut hat. Der Martin-Gropius-Bau wurde immer schon als Museum angelegt. Ursprünglich sollte er Kunstgewerbemuseum werden, ist aber dann sehr, sehr schnell auch für andere Zwecke genutzt worden und bis heute als Museum aktiv. Das als Kunstgewerbemuseum errichtete Gebäude von Martin Gropius, von 1877 bis 1881 gebaut. Auf der linken Seite sehen Sie den Preußischen Landtag, der die zweite Kammer des preußischen Parlaments beherbergte. Dort ist heute untergebracht das Abgeordnetenhaus von Berlin. Rechts die fast letzten Reste der Berliner Mauer. Dahinter, auf der rechten Seite, befindet sich heute die Topographie des Terrors, weil ursprünglich war an diesem Ort das Prinz-Albrecht-Palais, das wiederum die geheime Staatspolizei beherbergte. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt schon das Gebäude des Bundeswirtschaftsministeriums. Nein, ich bin richtig, des Bundesfinanzministeriums. Gebaut in den Mit-30er Jahren des letzten Jahrhunderts von einem gewissen Ernst Sagebiel. Und das war das Reichsluftfahrtministerium von Hermann Göring. Warum betone ich den Namen Ernst Sagebiel so? Ernst Sagebiel war eigentlich ein Beamter innerhalb des Ministeriums, und er war verantwortlich als Architekt für das Bauen von Kasernen, von militärischen Gebäuden. Und aus diesem Grunde heraus hat er 2 Gebäude planen dürfen. Das war einmal das Ministerium, das Sie hier links sehen, das übrigens heute genauso aussieht wie damals schon. Und das zweite, werden viele von Ihnen kennen, den Flughafen Tempelhof, der ebenfalls zu dieser Zeit gebaut wurde und der damals das größte zusammenhängende Gebäude der Welt war. Ja, nochmal das heutige Bundesfinanzministerium, 1935 bis 1937 als Reichsluftfahrtministerium gebaut. In den späten 40ern und 50er Jahren das Haus der Ministerien und zwischendurch nach dem Fall der Mauer auch die Hauptverwaltung der Treuhand. Hier sehen Sie diesen Ehrenhof vollkommen unverändert, wie es auch in den 1930ern schon war. Würden wir geradeaus fahren, was wir nicht machen, dann kämen wir die Wilhelmstraße weiter hinauf. Fahrtrichtung wäre dann zum Adlon und zum Pariser Platz. Die Wilhelmstraße in diesem vor uns liegenden Bereich war die Regierungsstraße des Deutschen Reiches. Da waren also alle wichtigen Ministerien untergebracht, inklusive
natürlich auch die alte Reichskanzlei und die dann in den 30er Jahren mit der neuen Reichskanzlei erheblich erweitert wurde. So, die rote Ampel müssen wir abwarten. Wir fahren nach links in die Leipziger Straße. Die Leipziger Straße hat ihren Namen, man kann sich auch fast wieder denken, daher, dass sie der Weg war, der Heeresweg genau zwischen Berlin und Leipzig. Diese Straßenverbindung gab es schon im 17. Jahrhundert, als Berlin also langsam anfing, seine Stadtmauern zu öffnen, weil einfach immer mehr Platzbedarf war. Und dieser Bereich hier, die sogenannte Friedrichstadt, war der erste Teil, den sich Berlin herausgeschnitten hat, um sich zu erweitern. Das heutige Bundesfinanzministerium war übrigens unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg das Gebäude, in dem die DDR gegründet wurde. Und es war dann auch ein paar Jahre lang oder ziemlich lange sogar das sogenannte Haus der Ministerien. Das heißt, dort saßen einige Minister und auch der Regierungschef der DDR. Die Leipziger Straße hinunter, wir sehen vorne den Potsdamer Platz. Hier liefen am 16. und vor allem dann 17. Juni 1953 die Demonstranten auf den Potsdamer Platz zu, als sie gegen die Normerhöhungen in der DDR protestierten. Und das Haus der Ministerien war der Grund, dass es dann hier zu den sowjetrussischen Panzern kam, weil sich die Minister im Haus der Ministerien weigerten, mit den Demonstranten zu sprechen. Das mit Ihnen spreche, sind wir schon wieder am Bundesrat vorbeigefahren, der heutigen Länderkammer der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesrat, das Parlament der Bundesländer, wurde gebaut als die erste Kammer des preußischen Landtags im 19. Jahrhundert und diente zwischenzeitlich ab 1871 für einige Jahre als Reichsparlament. War auch mal im Gespräch, das dauerhaft zu werden, aber die Alternative kennen wir alle heute noch, der Reichstag wurde gebaut. Wir sind jetzt am Leipziger Platz. Sie sehen geradezu zwei kleine, sieht aus wie zwei kleine Häuschen mit den S-Symbolen der Berliner S-Bahn drauf. Ungefähr an dieser Stelle hat Karl Friedrich Schinkel im 19. Jahrhundert zwei Wachhäuschen aufgestellt. Denn das hier war das Potsdamer und das Leipziger Tor. Das hier hat das erweiterte Berlin wieder abgegrenzt in Richtung der nächsten Ortschaften. Geradezu sehen Sie die Nachbildung der angeblich ersten Verkehrsampel Deutschlands, manche sagen sogar Europa. Und dann hier der Potsdamer Bahnhof, heute Regionalbahnhof. Und an genau diesen Stellen, wo heute dieser Bahnhof ist, gab es bis in die 1920er Jahre einen kleinen Friedhof. Und als dann 1938 der Potsdamer Bahnhof als erster Bahnhof in Berlin eröffnet wurde, da war dieser Friedhof eingeebnet worden. Für alle Berlin-Entdecker, wir sind auf der Rückseite vom Leipziger Platz. Sie sehen einen der letzten noch existierenden Wachtürme des DDR-Grenzregimes und in dessen Hintergrund die Rückseite vom heutigen Abgeordnetenhaus und links, da gehen wir gleich ein paar Schritte weiter, die Rückseite vom Bundesrat. Ja, und Sie sehen, das war einmal oder genauer gesagt viermal links abgebogen und wir sind wieder am Ausgangspunkt unserer Fahrt.